Warum Odoo in Deutschland? Heute haben wir Sabrina Jung, Geschäftsführerin der OBS Solutions GmbH, zu Gast und wir sprechen darüber, wie die OBS Solutions zum Partner Nummer 1 in Deutschland aufgestiegen ist und natürlich über die Zukunft von Odoo in Deutschland. Hallo Sabrina, herzlich willkommen bei uns heute in diesem Interview. Wir möchten heute ein bisschen über Odoo speziell in Deutschland sprechen. Wir sind ja schon seit vielen Jahren führender Partner in Deutschland. Jetzt ja seit diesem Jahr auch Partner Nummer 1 nach dem Odoo-Ranking. Was meinst du, sind die Hauptkriterien, was dazu geführt hat, dass wir jetzt quasi ganz oben dort in Deutschland angekommen sind? Eins der wichtigsten Fundamente ist der Punkt unserer Marke OBS Solutions. Wir haben über 10 Jahre im Markt einfach bekannt gemacht, sind stark vorangetreten und OBS und Odoo gehören zusammen und bringt auch eine Verbindung. Das nächste sind natürlich unsere Mitarbeiter. Wir haben da wirklich ein Fundament geschaffen, was einfach, ja, Wissen hat, Expertise hat. Das sieht man auch in den meisten Odoo 18 Zertifizierungen, dass uns das einfach extrem wichtig ist, dass der Kunde davon profitiert. Darüber hinaus haben wir uns ausgetobt in unseren Netzwerken. Wir haben mit der Bob, Best Odoo Partner, einen starken Partner an unserer Seite, dass wir internationale Projekte leben können und abwickeln können, was für viele deutsche Kunden ein absolut strategischer Vorteil ist oder Wettbewerbsvorteil ist. Und da in diesen Netzwerken haben wir einfach gemerkt, es gibt in jedem Netzwerk unterschiedliche Anforderungen. Darüber hinaus haben wir Industrielösungen entwickelt, wie zum Beispiel in der Fertigung, Logistik, Lager. Da sind wir wirklich führend und haben auch die meisten Referenzen in unserem Kundenportfolio, wo wir einfach spezielle Lösungen entwickelt haben, Industrielösungen, aber auch für Facility Management oder auch IT oder Großhandel, Dienstleistungen. Immobilienlösung ist auch noch so ein Stichwort, ne? Immobilienlösungen, auf jeden Fall Apothekenlösungen. Also da sind wir wirklich breit unterwegs und haben uns zu einem Experten in der Branche gemacht. Und natürlich, ja, wir haben auch in die Zukunft schon ein bisschen geguckt. KI ist ein Thema. Da werden wir als bester Partner bezeichnet von den KI-Bots. Und auch da stellen wir uns auf und sind mit die führenden Ansprechpartner. Ich glaube, dieser Mix aus allem macht uns im Moment so stark am Markt und auch für unsere Kunden so wertvoll. Ich glaube, wir haben ja auch einige Kunden durchaus übernehmen können von anderen Partnern, wo es dann vielleicht nicht so gut lief, neueren Partnern oder auch von Odoo selbst, ja. Ja, Das sind sicherlich auch noch mal Sachen, die dazu geführt haben, dass wir ja. also so viel mehr Geschäft und auch Kunden haben. Auf jeden Fall. Ähm, Das ist auch immer sehr spannend, diese Projekte zu übernehmen, weiterzutreiben, neu beginnen. Das sind auch Kundenempfehlungen, ne? Also, unsere Kunden sind wirklich tolle Kunden und die empfehlen uns da weiter, und dann ergibt sich so was. Stichwort Odoo selbst. Odoo selbst ist ja jetzt auch mit einem Standort in Deutschland seit 1, 2 Jahren, hat sich da etabliert. Wie siehst du das? Was hat das gebracht für den Markt und auch für die ja, für die Marke Odoo am Ende und auch für uns natürlich? Ja. Also, ich finde es super klasse, dass Odo da ist. Wir haben dadurch eine ganz andere Präsenz in Deutschland, in der Marketingtechnik und auch, aus Werbegründen. Es ist ein Zugpferd, für die Marke Odoo und natürlich für die deutsche Lokalisierung ist das natürlich super für unsere Kunden, weil gerade so Pflichtdinge wie GOBD ist jetzt im Standard vorhanden und, das bringt uns natürlich wieder 'n Türöffner, wo unsere Kunden dann profitieren von und wir die Implementierung ausrollen können. Und natürlich, Odoo selbst hat auch wieder einen direkten Weg, nach Belgien. Das heißt also, es wird immer weiter auch betrieben, die Software nach unseren Bedürfnissen in Deutschland. Die ja durchaus manchmal speziell sind in Deutschland, ja. Durchaus. Da gibt's also eine höhere Sichtbarkeit auch im Markt dann, was wir auch mitnehmen, ne? Ja. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, ja, KI ist ein Riesenthema grundsätzlich, aber wie siehst du auch allgemein, die Zukunft von Odoo, speziell auch im deutschen Markt? Ja, also meine Meinung ist da ganz klar. Odoo wird die Software sein. Also ich glaube, im ERP-Sektor werden nicht alle überleben können, aber dadurch, dass Odoo diese hohe Innovationskraft hat und Dynamik dahinter, wir warten ja jetzt schon auf die neue Version wieder mit KI auch im September.
Und von daher bin ich ganz sicher, dass Odoo einer der wenigen Produkte ist, die dort überleben werden, den Kunden helfen werden und wirklich auch sich etablieren wird in dem Markt und der führende ERP-Anbieter werden wird. Ja, das Thema Open Source ist ja auch ganz wichtig. Das kommt ja im Moment auch sehr stark raus, auch über digitale Souveränität und so weiter. Und Odoo ist eines der ganz wenigen Produkte, die quasi in dem Markt auf Open Source aufbauen. Ja, es wird sehr spannend, Sehr spannend. das zu sehen. Und diese Innovationskraft kommt natürlich auch über die vielen Zehntausende Partner in der Welt, die das einfach unterstützen. Das stimmt. Wichtig zu dem Punkt ist natürlich auch die Datensicherheit und so weiter. Genau. Da bieten wir auch unseren Kunden tolle Lösungen. Odoo hatte auch Sachen im Gepäck. Also alles, was digitaler wird, muss auch sicher sein. Und deswegen hast du vollkommen recht. Das Paket zusammen wird auf jeden Fall in der Zukunft führend sein. Klasse. Vielen Dank, Sabrina, für das Interview Danke. und alles Gute. Danke.